toll. Blute. Wegen dir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 911 Things to Repair. Till blutet schon und wir machen heute den Service. Das heißt, wir prüfen das Ventilspiel, wir bauen einen neuen Ölfilter ein und was machen wir noch? Und natürlich neues Öl rein, logischerweise. Das war's dann. Kerzen habe ich letztes Jahr schon gemacht, das müssen wir nicht schon wieder machen. Und Till lässt jetzt das Öl ab und danach schrauben wir die Ventildeckel ab. Ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Die sitzen hier, da ist einer, auf der anderen Seite ist einer und dann ist nochmal oben im Motorraum jeweils auf jeder Seite einer. Also insgesamt 4 Ventildeckel. Man schraubt die hier ab, da sind so Muttern dran. Diese Muttern hier. Und die schraubt man diagonal auf. Also man fängt dann zum Beispiel da oben an, dann geht man zu der, dann zu der, dann zu der und so weiter. Also alle nacheinander. Das macht man deshalb, damit der Ventildeckel sich nicht verzieht. Deshalb macht man die so diagonal auf. Und dann auch wieder diagonal zu danach. Waren die Porsches Ihre ersten Oldtimer? Nee, gar keine Oldtimer. Das war ein richtiger Auto. Damals? War das? Okay. War ein beides Jahreswagen. Ah ja. Was ist das? Der gute 17er Deckel. 17er Deckel? Der 17er Deckel. Was ist denn der? Das ist dein Öldeckel. Mein Öldeckel? Wenn du oben den Deckel abmachst, läuft unten runter raus. Also war jetzt auch schon relativ abgelaufen, aber theoretisch Habt ihr gehört? Mega Tipp. läuft das besser. Die Muttern hier übrigens, die sind Einwegmuttern, ja? Die haben hier innen drin so ein Plastik-Inlay. Das ist dafür da, dass die Mutter hält, sobald sie einmal dran ist. Aber wenn man sie dann wieder losschraubt, dann kriegt man die nicht wieder dran. Also man kriegt sie wieder dran, aber dann hält sie natürlich nicht mehr so fest. Also da kriegt man jedes Mal, wenn man einen Service macht, so ein Paket bestellt, kriegt man da neue. Also die Schrauben sind lose, der Ventildeckel ist es jetzt auch. Den nehme ich jetzt einfach ab. Ja, und da kommt natürlich schon noch Öl raus. Genau. Das hier ist eine Ventildecke-Dichtung, die ist auch überall dabei, die ist aus irgendeiner komischen Pappe. Die tauscht man auch jedes Mal aus, wenn man die Ventile eingestellt hat, sind auch mit dabei. Ja, und ihr seht, das ist noch voller Öl, der ganze Kram hier, weil das Auto vor kurzem erst gefahren wurde. Das ist schon relativ kalt jetzt, das ist auch wichtig, weil das Ventilspiel prüft man, wenn der Motor kalt ist. Ansonsten verfälscht man das Ergebnis. Und so sieht das aus, wenn der Ventildeckel ab ist. Dann sieht man hier schon die Ventile, beziehungsweise hier die Kipphebel, das sind die Dinger. Da kann man das Ventil einstellen und das ist das Ventil. Und die Nockenwelle, das ist der Apparat da hinten drin, den man dann so leicht schimmern sieht. Hier ist die Nockenwelle. Und hier, das sind alles Ölleitungen, da fließt immer das Öl durch und zirkuliert dann im Motor und schmiert alles. Fantastic, oder? Ja, und jetzt müssen wir nur noch die anderen Ventildeckel aufkriegen. Das ist ein bisschen eckt, gerade die oberen. Das ist so verwinkelt, also richtig beknackt zu erreichen, dass da schon irgendjemand so schlau war und gesagt hat, komm, ich drehe da keine Schraube mehr rein, kein Bock drauf, die kriege ich ja nie im Leben wieder raus. Das ist ein Spritzschutzblech, damit dann, wenn das Auto fährt, in den Motor kein Wasser reinkommt. Ne? Weil hier unten ist ja alles offen quasi. Das da ist normalerweise die Klappe drüber, logischerweise, ja, deshalb ist es zu. Aber der Motorraum, der ist da geschützt dadurch, der ist da dahinter. Und muss aber jetzt leider ab. Ne? Kommen wir nicht drum rum. Während ich das mache, macht ihr euch schon mal einen Kaffee, weil das dauert jetzt eine halbe Stunde. Vorspulen. Ihr seht, die Ventildeckel sind runter. So sieht das jetzt aus, wenn es offen ist. Das sieht jetzt überall so aus. Auf der Seite, auf der anderen Seite, oben im Motorraum, auf der einen, auf der anderen Seite auch. Und jetzt müssen wir die Ventile einstellen. Und dafür brauche ich den Erik, weil das habe ich beim letzten Mal schon nicht so richtig
hinbekommen. Aber eine andere Frage, warum machen wir das eigentlich? Das Ganze funktioniert so, du hast eine Kurbelwelle, die ist da hinten drinnen, du hast diese Umlenkhebel hier und dann hast du hier das Ventil sitzen. Und wenn das nicht richtig eingestellt ist, entweder das Ventil schließt sich nicht, wenn die Verbrennung stattfindet. Das ist natürlich schlecht, weil sonst dann kommen die Abgase zurück in den Ansaugtrakt. Oder was auch passieren kann, ist, wenn das Ventilspiel zu groß ist, dann hämmert dieser Umlenkhebel die ganze Zeit auf das Ventil drauf. Und irgendwann mal ist dann das Ventil halt Fritte. Deshalb muss man das einstellen. Und da muss dann einfach ein Spiel von 0,1 mm sein, weil sich das Ventil, wenn es warm wird, auch ein bisschen ausweitet. Und dann liegt es perfekt an. Deshalb soll man auch nicht gleich voll reintreten in den Motor, wenn er noch nicht warm ist, weil das Ventil, das muss sich noch weiten und dann gleicht sich das ziemlich perfekt an. Und man stellt jetzt die Ventile auch im kalten Zustand ein. Also das Auto ist jetzt schon steht seit 2-3 Stunden hier, wurde nicht bewegt. Und jetzt können wir die Ventile einstellen, weil wir wissen, im warmen Zustand, wenn das Auto gefahren ist, längen sich die Ventile. Und dann haben wir es so, dass es perfekt dieser Hebel, den wir hier sehen, der hier, dass dieser Hebel perfekt auf das Ventil drauf schlägt. Aber halt eben, nicht wie ein Hammer, halt eben von der weiten Entfernung, sondern ganz, ganz, ganz klein nur. Ja, also Ventile einstellen und Erik holen, weil der weiß, wie es geht. Jetzt wird es kompliziert. Wir haben hier eine Beschreibung, wie es geht. Einstellen der Ventilspiele. Und zwar müssen wir den Motor durchdrehen, bis die Z1-Marke in einer Linie mit der Trennfuge des Kurbelgehäuses steht. Da geht es um die Riemenscheibe. Da unten drin. Also Auto ein bisschen runterlassen, dann sehen wir, was wir da machen. So, pass auf. Jo. Hast du gesehen den Trick? Nee, was? Wie geht der Trick? Der Trick ist, den Riemen hier reindrücken auf der Seite. Dann hat er mehr Spannung, was? Merkst du? Nee, du bist ein Genie. So, Okay. das funktioniert natürlich nur bedingt Ja. so, aber wenn du es wieder so rum machst, geht es auch so. Das heißt, wir müssten jetzt auf Zylinder 4 sein. Der gegenüberliegende hier, ne? Ja. Das ist dann, also wenn bei 1, Ja. 1, das, 1 überschneidet. Ja. Das heißt, dann ist bei 4 das Auslassventil offen, oder was, wenn bei 1 das Einlassventil offen ist? Ja? nein. Oh Mann, ich weiß echt überhaupt nicht. Nein. Wir stellen das immer im Zündmodus ein für den jeweiligen Zylinder. Der am Zünden ist, Ja. da sind beide Ventile geschlossen. Das heißt, da ist der Platz dazwischen frei. Genau. So Leute, weil dieses wann kann ich welche Ventile bei welchem Zylinder einstellen Prozedere ziemlich kompliziert ist, versuche ich das hier gerade mal anschaulich zu erklären. Welcher Zylinder zündet, könnt ihr an der Stellung des Verteilerfingers ablesen. Auf der Verteilerkappe sind Ziffern abgebildet. Je nachdem, in die Richtung welcher Ziffer der Verteilerfinger gerade zeigt, zündet eben dieser Zylinder und beide Ventile sind geschlossen. Und an diesem Zylinder wollt ihr dann auch die Ventile einstellen. Weil das ziemlich ungenau ist, habt ihr ein zweites Instrument, mit dem ihr nachjustieren könnt. Riemenscheibe und Lüftergehäuse. Beide haben Kerben. Das Lüftergehäuse hat eine Kerbe, die Riemenscheibe hat 4 Kerben, 3, die gleich groß sind und eine kleinere. Die große Kerbe auf der Riemenscheibe, die links neben sich noch eine kleine Kerbe hat, ist die richtige für Zylinder 1. Zeigt der Verteilerfinger in Richtung Ziffer 1 und ist die Markierung von Zylinder 1 auf der Riemenscheibe und die auf dem Lüftergehäuse in einer Linie, dann sind die Kipphebel bei Zylinder 1 in der richtigen Position und ihr könnt dort loslegen. Habt ihr die Ventile an diesem Zylinder eingestellt, dreht ihr die Riemenscheibe um 120 Grad, also eine Drittel Drehung weiter bis zur nächsten Kerbe. Der Verteilerfinger müsste nun auf die 6 zeigen. Wieder die Ventile einstellen und dann die nächsten Zylinder in der Reihenfolge 2, 4, 3 und 5 einfach abarbeiten. Die Ventile selbst übrigens stellt ihr mit einer Fühlerlehre ein, in dem Fall mit einer 0,1 mm Fühlerlehre. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Das hier ist eine Fühlerlehre. Ihr seht dieses Plättchen, das sind 0,1 mm. Und diese Fühlerlehre, die führe ich jetzt hier ein. Hier ist diese Schraube, an der ich drehen kann. Die Mutter, da ist die Schraube, die ich fixiere. Die fixiere ich hier mit diesem Teil. Das kommt dann hier hin. Und dann ist hier der Katalysator im Weg. Der ist auf der anderen Seite nicht so furchtbar nervig.
aber hier ist er nervig. Eine Stunde später. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde oder so für die ersten 2 Ventile gebraucht, also für die 2 Ventile Ein- und Auslassventil von Zylinder 1. Und jetzt kommen noch 5 andere. Das dauert nicht nochmal 5 Stunden hoffentlich. Machen wir jetzt den nächsten, nämlich den 6er Zylinder. Der ist, wenn man guckt, der ist da vorne rechts. Und jetzt haben wir gerade mal einen Glücksmoment, weil das hier ist der Zylinder 6 hier. Der wird da angesteuert über diese Ventile. Und der ist natürlich viel leichter zugänglich als der auf der anderen Seite, wo der Katalysator davor ist. Ne? Und wir haben festgestellt, da oben das Einlassventil ist okay, aber das Auslassventil, das ist einfach viel zu fest. Deshalb erstmal hier Ventilschraube aufdrehen. Genau, da merkt man schon, Luzi sitzt ordentlich. So, ja, jetzt ist es locker. Ja, kannst du mit dem Finger dann drehen, so locker ist es dann. Jetzt kann man mal gucken, dabei hat sich auch die Schraube, man sieht es hier, hat sich auch schon ein bisschen gedreht. Und jetzt mit der Fühlerlehre gucken, ah ja, ne? Jetzt kommt man wenigstens rein. Es könnte ein bisschen tighter sein vielleicht. Ja, aber das Gute daran ist, wir können hier relativ entspannt justieren jetzt. So. Okay. Und jetzt ist es wieder zu fest. Okay? Also senkrecht ist zu viel. Und es geht hier um wirklich Zehnteldrehungen. So. Das fühlt sich ein bisschen besser an. Ist mir ein bisschen zu leicht. So. Und das. Okay. Das fühlt sich, glaube ich, ganz gut an. Gut festziehen. So. Erik? Ja, das fühlt sich doch ganz gut an. Erik war gerade da, hat Ventil 6 abgenommen. Da war ja nur das untere, was ein bisschen zu tight saß. Und die anderen 4 Ventile, die durchleide ich jetzt alleine, ist eigentlich hier same procedure. Ja? Man dreht hier wieder weiter die Riemenscheibe da unten und guckt sich wieder die Verteilerkappe an, den Verteilerfinger, wo der gerade steht. Der nächste Zylinder ist Zylinder 2. Das ist der mittlere auf der Seite. Der mittlere da auf der Seite wieder, also wieder drüben beim Katalysator, wieder leiden. Und ich muss noch 2-mal leiden und 2-mal darf ich mich noch freuen über eine einfache Zylinderbank. Das mache ich gerade mal alleine und wenn ich fertig bin, dann sage ich euch Bescheid und ich sage euch dann, wie lange das gedauert hat. So Pieps, wir haben es geschafft. Erik hat sein Go gegeben. Wir können es wieder zusammenbauen. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubel! Das heißt, ich mache jetzt hier das alles sauber. Das muss alles sauber sein. Da kommt dann, da ist jetzt ein bisschen mit Öl verschmiert. Ihr seht das bräunliche hier. Das muss sauber werden. Dann kommen da die neuen. Kommen hier die neuen Dichtungen drauf und dann kommen die Ventildeckel wieder drauf und dann ist das Teil auch schon wieder zusammengebaut. Fantastisch, oder? So schnell geht's. Das ist überragend. Ernsthaft, also es hat sehr lange gedauert. Ich habe jetzt dafür für alle Ventile so 6 Stunden gebraucht, 6, 7 Stunden oder so, musste das auch unterbrechen, also mit einer Schlafpause, mit einer Nachtpause. Aber jetzt ist es erledigt. Will man das selber machen? Ich weiß nicht. Also das ist echt eine Arbeit, die einem richtig auf den Sack geht. Und ich weiß auch, warum das so viel kostet, wenn man einen Service bei Porsche macht. Weil es einfach eine Scheißarbeit ist. Und weil auch Erik, wenn der da mit der Fühlerlehre rumfummelt, das geht auch nicht fix. Und bei mir als Oberpfeife
die da gar keine Ahnung hat, gar kein Gefühl, wie das sich hat, wie sich das anfühlen soll. Ich brauche ewig dafür. Naja, genau. Geschafft. Zusammenbauen. Neues Öl rein. Ölfilter wechseln. Natürlich noch. Hier. Der sitzt da. Der Ölfilter, den haben wir noch nicht gewechselt. Da ist der Öleinfüllstutzen. Der Öleinfüllstutzen. Da kommt dann das Öl rein, das neue. Und dann wäre es erledigt. Als ich das Teil hier übrigens zum ersten Mal verwendet habe, da dachte ich, das ist Wasser. Und wollte dann eine Banane essen und dann hat Grzegorz gesagt, mit meinen Handschuhen wollte ich eine Banane essen und dann hat Grzegorz gesagt, ja, du bist so bescheuert, du kannst jetzt nicht eine Banane essen, nachdem du mit dem Zeug hier gearbeitet hast. Und da habe ich gesagt, wieso, ist doch nur Wasser. Und ich habe mich halt auch nicht gewundert, dass diese Öl- und Fett- und Schmierreste sich so gut entfernen lassen mit Wasser. Also ziemlich naiv. Aber hey, man lernt nie aus. Jetzt mache ich die Flächen sauber hier bei den Ventildeckeln und das mache ich mit Bremsenreiniger und einem Tuch. Einfach sauber rubbeln. So sieht das aus. Das ist die Dichtung für den Ventildeckel. Da sind hier Stifte, also Stehbolzen. Und da schiebt man das einfach drauf. Da muss man jetzt nämlich einfach das Ding draufschieben. Den Deckel. So. Der hängt auch so. Jetzt ist er natürlich noch nicht festgeschraubt. Das machen wir gleich. Das ist das Tütchen und da sind so Einwegmuttern drinnen, die wir vorhin auch ausgemacht haben. Wir wissen ja kann man immer nur einmal verwenden, weil die so ein Plastik-Inlay haben. Was man jetzt hier macht bei den Dingern, wir haben es ja beim Aufdrehen haben wir schon das diagonal gemacht und jetzt ziehe ich die erstmal über Kreuz fest und dann nochmal mit dem Newtonmeter, mit dem Drehmomentschlüssel, so dass ich bei 18 Newtonmetern lande. So, ich sehe aus wie Sau, verletzt habe ich mich natürlich auch wieder, aber das Grande Finale naht, es ist alles drin, ein neuer Ölfilter ist drin, Heizungsrohr ist wieder drin, Ventildeckel sind drauf, Öl kommt noch rein und dann probieren wir mal, ob es funktioniert hat. Alles, ob die Ventile richtig sitzen. Der Erik hatte ja so ein Klackern gehört und deshalb haben wir das gemacht. Also es sind ungefähr 7000 Kilometer gelaufen. Normalerweise kann man ein bisschen länger fahren damit, ohne die Ventile zu prüfen. Aber wie gesagt, Erik hatte ein Klackern gehört. Deshalb haben wir das mal uns angeguckt. Und es waren ja auch tatsächlich ein paar Ventile nicht ganz so richtig. Manche waren zu fest, andere waren zu weit. Ja, alles dabei.